Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Wenn ihr eine E-Mail habt, ich nehme mal die hier von Christoph Pfeiffer. Wenn ihr eine E-Mail habt und auf diese E-Mail antwortet, dann seid ihr es gewöhnt, dass an diese Adresse geantwortet wird. Also ihr klickt auf Antworten, dann steht die hier drin. Das ist der Normalfall. Das muss aber nicht so sein. Ich habe hier mal eine zweite E-Mail vorbereitet, die mache ich auf. Da steht als Absender der Arno Burger, das ist dann burger@arnoburger.de. Und wenn ich jetzt auf Antworten klicke, dann seht ihr aber, hier steht nicht nur der Arno Burger, sondern da steht auch ein Philipp Knauer drin. Das lässt sich ganz einfach einrichten, wenn ihr eine E-Mail erstellt, füllt ihr alles ganz normal aus und dann klickt ihr auf Optionen, Antworten richten an. Und damit seht ihr, wird hier eingetragen, das Häkchen Antwort senden an und dann meine Absenderadresse. Und diese Adresse kann ich jetzt ergänzen, indem ich aus anderen Adressen aus meiner Firma zum Beispiel auswähle oder auch indem ich neue Adressen eingebe. Und ich kann mich auch entscheiden, ob ich meine Adresse hier drin lassen will oder ob ich die rauslöschen will. Und wenn ich das dann nachher versende, dann bekommt der Empfänger beim Antworten beide Adressen in das Adressatenfeld. Ich mache das nochmal. Wichtig ist hier, wenn ich jetzt auf Antworten gehe, ich bin nicht gezwungen, an diese beiden Leute zu antworten, denn ich kann natürlich jetzt zum Beispiel den Philipp Knauer hier rauslöschen und dann ganz normal nur an den Arno Burger schicken. Ich persönlich verwende das ganz gern, zum Beispiel, wenn ich kurz vorm Urlaub noch eine wichtige E-Mail versende und die Antwort soll aber nicht an mich gehen, sondern an einen meiner Kollegen oder meiner Mitarbeitenden, dann trage ich sowas ein. Schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare, für welchen Zweck ihr das einsetzt oder für welchen Zweck das für euch gut sein könnte. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Ciao, euer Arno.